wieso machst du das eigentlich? Wieso hast du die Motorräder hier stehen und wie bist du dazu gekommen? Hast du das gelernt, Motorradmechanik, oder was hast du gemacht? Nee, habe ich überhaupt nicht gelernt. Ich komme aus dem Sozialarbeiterbereich, ne, Sozialpsychologie gemacht und habe Streetworker gemacht und so. Cool. Bin aber immer schon Motorrad gefahren. Mein erstes Motorrad habe ich mit 13 oder so gehabt, also halb illegal, damals noch am Land und so, geschraubt und so. Und dann bin ich so immer professioneller mit Motorrädern umgegangen und dann mit 18 bin ich das erste Mal ein Rennen gefahren. Professionelles Rennen in Österreich. Ne? Und bin dann Supercup gefahren in Österreich, sehr erfolgreich auch gewonnen und so. Und habe nebenbei immer Motorräder gebaut. Das war immer so meine große Leidenschaft. Aber ich wollte kein Motorrad kaufen, weil die waren immer zu hässlich. Also hast du im Prinzip für dich selbst immer geschraubt? Genau, ich wollte immer mein eigenes Motorrad, meinen eigenen Stil reinbringen und so. Und diesen Stil, was ich baue, das ist ja schon aus den 60er Jahren, Café Racer, Scrambler, ne? Das ist in London entstanden damals, diese Geschichte. Und da haben wir da ein bisschen was abgeschaut. Ne? Und so dieses Minimalistische. Und dann habe ich schon angefangen zu bauen, jedes Jahr ein Stück, neben meinem Beruf, so meiner Garage. Cool. Bin aber nie lang damit gefahren, weil ich immer gleich 1-2 Wochen verkauft, weil das irgendwer gesehen hat oder so. Und dann habe ich halt das ein bisschen aus den Augen verloren, habe dann einen schweren Unfall gehabt, aufgehört zum Rennen fahren und habe dann ein paar Jahre keine Motorräder gebaut und habe dann viel gearbeitet als Projektleiter. Und vor 3 Jahren habe ich gesagt, so, jetzt bin ich 50. Ich höre auf zu arbeiten und mache mein Hobby zum Beruf. Cool. Weil das habe ich immer geliebt und das ist mir total abgegangen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das. Habe in einer kleinen Garage hier in Mönchengladbach angefangen. Ich komme ja eigentlich aus Wien, ne? Aber hier durch die beruflichen bin ich nach Köln als erst gekommen und dann durch die Liebe nach Mönchengladbach. Und haben eine kleine Garage gemietet und dann angefangen, so meine ersten Motorräder hier zu bauen. Und ich habe schon ein bisschen einen Namen gehabt. Charmeur war schon bekannt in der Szene, seit 30 Jahren, war ich schon seit 30 Jahren Bau, bekannt gewesen. Und dann sind die Leute sofort gekommen, ey, der ist wieder da, der baut wieder Motorräder. Und auf einmal ist das innerhalb so 2 Jahren so extrem geworden, was sehr schön ist für mich, weil das immer eine große Leidenschaft ist. Und habe das versucht, so meine Linie auch reinzubringen in diesen Custom-Bau. Also ich bin keine typische Motorradwerkstatt, man sieht es ja vielleicht, mein Stil, das Gemütliche, ich habe gerne Leute hier, es ist ein offenes Haus und nebenbei baue ich halt schöne Motorräder noch. Und das war mir wichtig, dass das so eine Linie ist, dass das mir Spaß macht, weil es gibt ja Jobs, was vielleicht manchmal nicht so Spaß machen, klar. Und dann habe ich eben diese versucht, so meine Richtung in diese Motorräder reinzustecken. Und das kommt super an, weil ich sehr minimalistisch bin und eben auch vieles neu mache, wie Teile neu selber mache oder Verkabelung komplett neu mache, Elektrik neu mache. Ne? Die meisten nehmen die alten Kabelbäume, ich mache das neu mit Computersystem schon teilweise. Und, cool. Du gehst meistens hin und nimmst alte Motorräder, genau. Dann nimmst die komplett auseinander, genau. Und fängst dann an, die wieder von Grund auf aufzubauen. Genau, ich besorge alte Motorräder. Also was ich nicht mache, ist Harley Davidson oder so. Da gibt es genug Custom-Bauer. Ich kaufe wirklich meistens japanische alte Motorräder. Alles vor Baujahr 89, weil da hat man mehr Freiheit, TÜV-mäßig umbauen. Gewisse Sachen wie keine Fender braucht man, also Kotflügel, man braucht keine Abgasnorm, man kann offene Luftfilter machen, man kann mit den Blinker nur vorne was machen. Und dann zerlege die komplett, wird der Motor teilweise neu gemacht, man schaut einmal rein, was kaputt ist, wird neu gemacht. Dann wird der Rahmen teilweise umgeändert und neu lackiert und komplett neu aufgebaut. Und dann halt wirklich minimalistisch nur das, was notwendig ist am Motorrad, wird drauf gemacht. Also finde ich total klasse, weil was mich unheimlich beeindruckt hat, dass die Motorräder sehr minimalistisch aufgebaut sind, aber dazu extrem viel neue Technik drin haben. Also ich komme immer auf das Beispiel, was wir eben gesehen haben, diese ganz kleine LED als Rücklampe, wo ich jetzt bei so einem alten Motorrad nie mit gerechnet habe, was aber total klasse aussieht. Ganz genau. Das macht die Mischung halt aus auch. Ne? Also manche Custom-Bauer sagen, sie wollen nur oldschool bauen, also nur alte Sachen, wirklich nur alte Sachen. Und ich mache eine gute Mischung. Also ich versuche auch neue LED-Technik reinzubringen, Computertechnik reinzubringen, aber trotzdem vielleicht den alten Stil noch zu lassen. Also den alten Look zu lassen noch irgendwie, mit den Rahmen, mit den Reifen, so 60er Jahre. Es gibt Gott sei Dank einen Reifenhersteller, der was die alten Reifen wieder nachbaut und so, aber auch moderne Technik reinzubringen. Ne? Und da ist halt
die Elektrik halt beim Motorrad total wichtig, weil es ganz viele Schaltmöglichkeiten gibt und so. Und da kann man viel machen mit den Lichtern. Und es ist einfach der Hingucker, wenn man am Abend fährt und der Motorrad gut beleuchtet ist, ist einfach das Um und Auf. So. Sieht dann klasse aus einfach. Genau, klar. genau. Ja, darüber sind wir ja im Prinzip auch zusammengekommen, dass, Genau. dass wir eben ins Gespräch kamen über besondere Leitungen, gerade bei den LED-Leitungen, den besonders kleinen Leitungen, haben wir ein paar Werkzeuge für dich gehabt, die da helfen können und finde ich also sehr, sehr cool. Also wie gesagt, hätte ich nie gedacht, dass diese besonderen Leitungen, die wir sonst nur irgendwo in der Industrie finden, eben auch im Motorrad da sind. Nee, das ist super und vor allem mit euren Werkzeugen funktioniert das auch perfekt, weil wir haben mit dieser neuen LED-Technik gibt es ganz dünne, feine Kabel und das war immer ein großes Problem, die abzuziehen. Es hat wirklich kein gutes Werkzeug gegeben für Motorradbau und so. Nicht? Und dann seid ihr mit dem Werkzeug gekommen und so und finde ich genial. Nicht? Und mein Freund, Mitarbeiter Marco, der liebt das, also der macht das super und begeistert zum Arbeiten damit. Und wie viele Maschinen baust du so? Ja, ich versuche jetzt dann so im Monat 2 fertig zu kriegen, also vielleicht sogar noch mehr fertig zu kriegen. Auftragslage ist total gut, also es passiert sehr viel, weil die Leute, ich glaube, das hat sich ein bisschen verändert, die Zeit, auch jeder will was Individuelles haben, jeder will sich individuell kleiden oder individuell ein Motorrad haben. Und ich baue Motorräder immer nur einmal ein Stück und dann nie wieder. Also ich baue keine 2 Motorräder gleich. Es wird immer was verändert. Sprich, wenn ich jetzt als jemand, der das Ganze hört, von dir ein Motorrad haben möchte, kontaktiert man dich am besten über deine Webseite. Genau. Ja. Und dann kommt man mit dir zusammen, dann kann man überlegen, was man so haben will. Ganz genau. Die Kunden kommen zu mir, besprechen was. Ich berate die Kunden auch oft und sage ihnen, was zu ihnen passen würde. Weil manche kommen, ich habe 30 Jahre kein Motorrad mehr gefahren, früher so, bin jetzt vielleicht so um die 50, jetzt habe ich Zeit wieder, was passt zu mir? Und sage, das passt zu dir und die akzeptieren das auch und beim Umbau oder wo ich hingehe, lassen sie mir sehr oft die Freiheiten. Also die sagen dann vielleicht noch die Farbe oder so, aber so wie das ausschauen muss, so geben sie mir schon ziemlich die Freiheit, und weil sie wissen, es wird schön.